Hallo zusammen. Heute würde ich ganz gerne über das große Bild in Bezug auf Datenräume und die daraus entstehenden Datenökosysteme sprechen. Anlass ist die große Gemengelage an verschiedenen Initiativen, die sich mittlerweile gebildet haben zu diesem Thema. Wir kennen auf der einen Seite die International Data Spaces Association, wir kennen Gaia-X, es gibt jetzt auch domänenspezifische Datenräume wie zum Beispiel Catena-X oder den Datenraum Mobilität oder auch Iona-X in Frankreich, wo es darum geht, dass man Reisen als Reisender besser bewerkstelligen kann, indem die ganzen Akteure koordiniert werden und. Auf europäischer Ebene gibt es das Data Space Support Center und es gibt Regulierung und es ist natürlich nur allzu verständlich, dass man sich dann manchmal fragt, wie passt das eigentlich alles zusammen? Und brauchen wir das eigentlich oder würden es auch ein paar von weniger Initiativen tun, um das gleiche Ziel zu erreichen, nämlich faire Datenökonomie in Europa und eine gemeinsame Dateninfrastruktur für die gemeinsamen Datenräume, die wir bauen wollen. Und ich würde ganz gerne in diesem Beitrag ein Stück weit versuchen darzustellen, wie das alles zusammenpasst. Denn das ist, wie gesagt, nach außen hin gar nicht unbedingt immer so klar erkennbar. Und dafür würde ich ganz gerne auf ein Modell zurückgreifen, was sich eigentlich in der Vergangenheit in der Softwareindustrie durchaus bewährt hat. Denn es ist ja so, dass Datenräume letzten Endes halt Dateninfrastrukturen bilden für Datenökosysteme, aber die sich natürlich in Software, die irgendwie laufen muss, auch niederschlägt. Und dieses Modell, was man durchaus kennt in der Softwareindustrie, orientiert sich eigentlich an dem Lebenszyklus von Software. Und man kann das ganz grob zusammenfassen in 3 Phasen. Die erste Phase wird gebildet aus der sogenannten Plan- und der sogenannten Build-Phase. Also ich muss letzten Endes erstmal sagen, was eigentlich die Software können muss Anforderungen analysieren und aufnehmen und dann letzten Endes halt diese Anforderungen technisch spezifizieren und in Softwarecode gießen. Also ich muss eine Programmierleistung erbringen. Also das ist die erste Phase, Plan und Build. Wenn ich das habe, ist das gut. Ich habe dann Softwarecode, der dann da liegt, aber ich muss den eben auch in einen gemanagten Service überführen. Also ich muss diese Software ausführen, sodass sie Softwaredienste bildet, die ich dann als Nutzer auch tatsächlich halt beziehen kann und nutzen kann. Also das ist die zweite Phase, die wir im Englischen als Run-Phase bezeichnen. Also neben Phase 1, Plan und Build, ist die Phase 2, diese Software zum Lauf zu bringen, in der Run-Phase. Und in der dritten Phase geht es dann darum, dass man diese Softwaredienste eben auch nutzt, also Use. Das ist die dritte Phase. Also man hat, wie gesagt, die erste Phase Plan und Build. Ich muss wissen, was ich eigentlich will, Anforderungen aufnehmen, analysieren, in Spezifikationen überführen, die Software bauen, den Code bauen. Zweite Phase eben halt die Run-Phase, wo ich eben aus dem Software-Code, also aus dem Source-Code, eben halt ausführbare Dienste entwickle und dann diese Softwaredienste eben halt zum Laufen bringe, sodass sie in der Phase 3 eben genutzt werden können. Und wenn wir dieses allgemeine, sehr einfache Modell mal applizieren auf das, was wir mit Datenräumen tun, um daraus eben Datenökosysteme zu ermöglichen und uns vielleicht auch fragen, wie die ganzen Initiativen jetzt eigentlich einen Beitrag leisten zu diesen 3 sehr grundlegenden Fragen, sollten wir vielleicht bei Phase 1 anfangen. Wir haben also letzten Endes halt, wie gesagt, bei Phase 1 die Aufgabe, dass wir spezifizieren, was die Software eigentlich können soll, um die wir uns kümmern und diese dann eben zu bauen. Da ist sicherlich wichtig, dass wir anfangen, wie man das normalerweise tut, mit der Analyse der Anforderungen. Und diese Anforderungen kommen eigentlich üblicherweise aus 2 Quellen. Wir haben mehr, aber grundsätzlich aus 2 Quellen. Wir können einfach sagen, dass wir fachliche, betriebswirtschaftliche Anforderungen haben. Also ich baue einen Datenraum, weil ich Daten austauschen will, um eben beispielsweise dem Lieferkettengesetz besser und schneller entsprechen zu können. Das ist eine Anforderung. Dafür brauche ich eben bestimmte Daten über Produkte, Teile und so weiter und wo die alle herkommen. So. Auf der anderen Seite haben wir auch Anforderungen, die aus Regulatorik oder gesetzlichen Vorgaben halt sich ergeben.
Und hier haben wir zum Beispiel in der Europäischen Union eine ganze Reihe von Gesetzgebungsverfahren. Also ganz kürzlich ist jetzt der Data Act, also das Datengesetz auf Deutsch, im Europäischen Parlament verabschiedet worden. Und jetzt wird es letzten Endes halt auch in Anwendung gebracht. Also es wird dann sozusagen auch tatsächlich umgesetzt. Der Data Governance Act zum Beispiel, der ist schon länger auch tatsächlich in Effekt, also ist quasi geltendes Recht. Und daraus leiten sich eben halt auch Anforderungen an Datenräume ab. Also wer welchen Zugriff auf welche Daten unter welchen Bedingungen zum Beispiel hat, wenn wir zum Beispiel smarte Devices nutzen, wie zum Beispiel Autos oder sowas, nicht? Oder auf der anderen Seite auch generelle digitale Dienste in Fabriken halt verwenden. Also wir müssen sehen, dass diese Anforderungen einerseits sich eben aus der rein fachlich-betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit, aus einem Business Pain ergeben und aus der anderen Seite eben halt aus Regulatorik, so kann man sagen. So, jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Aufgabe, diese Anforderungen ein Stück weit zu bündeln und zu analysieren? Und da haben wir mindestens mal 2 Organisationen, die das auch tun im Kontext der Datenräume. Das ist auf der einen Seite die International Data Spaces Association, die, ich glaube, über 130 Mitglieder aus, weiß gar nicht, 25 Ländern mittlerweile beherbergt, die alle zusammenkommen und sagen, Mensch, wir wollen einen Datenraum, der Folgendes kann. Also wir wollen gerne, dass wir Daten austauschen können, mit Datennutzungsbedingungen versehen. Wir wollen auch irgendwie schauen, dass wir nachvollziehen können, wo die Daten herkommen und wo die Daten hinfließen. Und in den entsprechenden Arbeitsgruppen werden eben halt aus der fachlichen Motivation diese Anforderungen eben halt identifiziert und beschrieben und analysiert, genauso wie beispielsweise die rechtlichen Anforderungen. Und man kann sehr schön in dem Data Act, empfehle ich auch jedem, da mal die entsprechenden Passus beispielsweise zur Interoperabilität von Datenräumen sich durchzulesen, und man kann dann diese Anforderungen halt sozusagen transferieren auf das, was ich von einer gewissen Software-Funktionalität erwarte. Also wie kann ich das denn jetzt umsetzen, wenn jetzt jemand gewisse Rechte an die Datennutzung haben soll. Also ich muss diese Rechte beispielsweise modellieren und an die Daten knüpfen können. Nicht? Genau. Auf der anderen Seite haben wir neben der IDS Association eben auch die Gaia-X Association. Und Gaia-X spezifiziert unter anderem auch Anforderungen, die aus dem Vertrauensschutz der Teilnehmer in Datenräumen erwachsen. Also ich muss mich, weil ich ja ein offenes Ökosystem habe, also ich habe keine geschlossene Gruppe mehr, wo sich alle seit 20 Jahren kennen und wo ich einfach sage, naja, der hat mich jetzt 20 Jahre lang, ist er vernünftig mit meinen Daten umgegangen, das wird er jetzt auch im nächsten Jahr tun, sondern ich habe offene Ökosysteme, die wir gerne bauen wollen, und deshalb muss ich andere Vertrauensanker haben. Also ich muss technische Vertrauensanker halt definieren, und auch dazu muss ich Anforderungen aufnehmen. Und es kann zum Beispiel sein, dass ich, weil wir ja häufig mit Organisationen zu tun haben und nicht nur Individuen, dass ich eigentlich eine Anforderung habe, dass ich diese Organisation beschreiben können muss, wenn sie mitmachen will bei einem Datenraum. Also da muss dann einfach ganz platt der Firmenname drinstehen, muss zum Beispiel auch drinstehen, wo der Hauptsitz ist, in welchem Land, weil sich daraus auch gewisse Anforderungen aus der Gesetzgebung ergeben unter Umständen. Man will vielleicht aber auch ganz banale Dinge wissen, wie eine Handelsregisternummer, eine Umsatzsteuernummer, also ist das auch wirklich eine Firma, die irgendwie existiert. Und man will vielleicht auch sagen können, naja, welche Dienste will denn diese Unternehmung im Datenraum anbieten? Auch die müssen irgendwie beschrieben werden. Und diese Anforderungen aufzunehmen und auch, sagen wir mal, zu analysieren in Bezug auf die Frage, was davon ist jetzt faktisch in Software umzusetzen und was können wir faktisch über Papier noch machen, muss man auch so sagen. Und letzten Endes diese Anforderungen auch ein Stück weit zu priorisieren, das ist eben durchaus dann Aufgabe einerseits des Data Space Business Komitee bei Gaia und vor allen Dingen auch des technischen Komitees und die Analyse der regulativen Anforderungen, was man mit Daten machen darf und wer letzten Endes halt auch welche Rechte hat an den Daten. Das erfolgt im Policy and Rules Komitee bei Gaia. Und auch hier unheimlich viele Mitglieder aus ganz verschiedenen Ländern, und das ist der Wert von IDS und auch Gaia in dieser Plan-Phase, also der Spezifikationsphase, diese Anforderungen aus fachlicher Sicht zu analysieren, zu bewerten und auch in eine Art, sagen wir mal, Business Design zu überführen. Nicht? Und dann wissen wir, was wir eigentlich wollen. Und das ist einfach ein großer Wert von IDS und Gaia, sicherzustellen, dass man weiß, was man will. Das Data Spaces Support Center bietet sozusagen eine Klammer darum und versucht sozusagen diese
Anforderungen in so Bausteine zu überführen. Wir nennen das Building Blocks, die einerseits kommen aus der IDS Association, andererseits eben aus Gaia, aber eben auch aus weiteren Organisationen, zum Beispiel FiWare oder MyData, die alle sich gute Gedanken gemacht haben, welche Anforderungen solche Datenräume erfüllen müssen. Und das Data Spaces Support Center bietet in dieser ersten Phase, Plan Build, für die Spezifikation eben halt ein, ja, wie soll man sagen, ein Forum, um das alles konsistent zu machen, sodass es auch zusammenpasst und in eben halt ja, verdaubare Stücke zu definieren, eben solche Building Blocks. Und daraus kommt dann ein Kochrezept, so müsste man bitte einen Datenraum aufbauen. So, das sind also in dieser ersten Phase der erste Schritt. Dann haben wir aber noch keinen Softwarecode. Wir haben einfach nur gesagt, was jetzt die Software können muss, die wir für Datenräume brauchen. Und deshalb müssen wir eine Umgebung schaffen, wie gesagt, wir sind immer noch in der ersten Phase Plan und Build, wo wir den Code entwickeln. Und da können wir jetzt sagen, naja, wir hoffen einfach, dass es eine Firma gibt, die das einfach so macht und uns dann als kommerzielle Software anbietet und dann bezahlen wir was dafür und das ist alles gut. Oder wir tun uns zusammen und tun das gemeinsam in Open Source Entwicklungsumgebung. Und diese Open Source Idee ist diejenige, die sehr attraktiv ist für Datenräume, weil wir eben die Mittel, die Ressourcen, das Wissen von vielen nutzen können, um diese Software zu entwickeln. Und weil aufgrund der Offenheit des Source Codes natürlich das auch ein Vertrauensanker in sich ist, weil ja jeder A mithelfen kann und B auch den Code lesen kann. Also man weiß ja, was dann da passiert. Wenn wir also aus den Anforderungen kommen, ist es als im nächsten Schritt wichtig, dass wir quasi bestimmte Dinge spezifizieren, also ein Data Space Protokoll zum Beispiel, was in der IDS Association spezifiziert wird, beziehungsweise fachlich spezifiziert wird, wo man sagen, das soll das können, also ich will Daten austauschen können mit Nutzungsbedingungen zum Beispiel. Und das geben wir dann in dieser ersten Phase, in den zweiten Schritt der Bildphase, wenn man so will, der Software, wo dann der Softwarecode geschrieben wird. Das passiert in immer mehr Fällen im Rahmen der Eclipse Foundation. Also die Eclipse Foundation ist kein Anbieter von Software und hat auch keine Leute, die Software entwickeln, sondern sie bietet den Rahmen für Open Source Projekte. Das ist ganz wichtig. Ne? Die Entwicklerinnen und Entwickler kommen aber von den Leuten, von den Unternehmen, die sagen, das ist irgendwie eine coole Sache, wir machen da gerne mit, oder auch von ganz normalen Individuen und Privatpersonen, die sagen, hey, wir würden uns gerne irgendwie dort beteiligen. Wir haben also letzten Endes halt in der Eclipse Foundation eine Umgebung, wo im Wesentlichen diese Entwicklungsprozesse klar geregelt sind und auch, sagen wir mal, IP-Fragen, Lizenzfragen, unter denen dann die Open Source Software Codes verfügbar gemacht werden. Und nutzen tun wir dafür standardisierte Umgebungen, wie zum Beispiel GitHub. Ne? Und das ist eben sehr gut. Wir haben jetzt gerade vor kurzem, weil es eben eine ganze Reihe von Softwareentwicklungsprojekten gibt, also zum Beispiel das Eclipse Data Space Components Projekt, aber auch das Federation Service Projekt, was aus Deutschland entwickelt wurde, ist jetzt auch nach Eclipse gekommen. Wir haben aus Catena Tractus X ein Open Source Projekt, wo sehr viel einfach getan wird, und haben jetzt kürzlich nochmal zur Koordination innerhalb dieser Eclipse Foundation eine sogenannte Working Group gegründet, nur für Data Spaces, damit wir sicherstellen, dass in den einzelnen Projekten, die in sich frei sind, also da kann keiner reinreden, sondern die Projekte sind für sich selber verantwortlich und bestimmen auch, wie sie das machen wollen, dass wir aber über diese Working Group sicherstellen, dass keine Redundanz oder dass wir Redundanzen erkennen und Doppelungen und vor allen Dingen auch weiße Flecken, also wo ist noch was offen zum Beispiel. Ne? Und dann eben gegebenenfalls motivieren, dass man neue Projekte startet. Wir haben sehr viele gute Beispiele für Open Source Erfolge. Auch FiWare ist ein sehr erfolgreiches aus EU-Förderung entstandene Open Source Community, die sich sehr stark auf die digitale Transformation von Smart Cities insbesondere fokussiert, die aber eben auch Beiträge für Datenräume deswegen liefert, weil man sich leicht vorstellen kann, dass im Smart City Bereich Datenräume viel Anwendung finden. Und so haben wir neben Eclipse eben auch mindestens eine zweite Initiative, die eben halt Beiträge liefert zur Open Source Entwicklung. So, und
Dann müssen wir auch noch sehen, dass jeder sagt, hey, das ist ja Open Source, das ist irgendwie cool und das kann ich nutzen, aber es viele Unternehmen gibt, die berechtigterweise sagen, naja, wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe, die jetzt auch eine gewisse Dauer hat, dann würde ich einfach gerne, dass das ein de jure Standard ist und nicht nur ein de facto Standard, der in einem GitHub-Repository sich wiederfindet. Hier ist es vorteilhaft, dass die Eclipse Foundation ein Fast-Track Agreement zum Beispiel mit der ISO geschlossen hat, wo wir in der Lage sind, die Dinge, die wir in Eclipse spezifizieren, also technische Spezifikationen eines Dataspace-Protokolls, der entsprechenden Entwicklungsprojekte, die die Building Blocks aus dem DSSC umsetzen und eben halt auch Testumgebung, um zu prüfen, ob eine Komponente zum Beispiel dem Dataspace-Protokoll entspricht. Dass wir über so ein Verfahren, was die Eclipse Foundation oder dass wir diese Dinge nutzen können, um eben über das Abkommen, was die Eclipse Foundation mit ISO hat, eine schnelle ISO-Standardisierung zu erreichen. Und das ist ein Pfad, den wir gerne beschreiten würden. Diese 3 Schritte, Anforderungen, Umsetzung in Open Source, Beitrag zur de jure Standardisierung, bilden die erste Schicht, die Plan-and-Build-Schicht der gesamten Datenökosysteminitiative, die wir hier mit vorantreiben. So, jetzt kommen wir zur zweiten Schicht, weil noch haben wir auf der ersten Schicht viel getan, viel gemacht, viel auch Brainpower genutzt und viel geschafft, aber es ist eben noch kein Service, den ich jetzt einfach nutzen kann, der läuft. Das bringt mich zur zweiten Schicht, der Run-Schicht. Und hier sehen wir, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die jetzt diese Protokolle, diese de facto Standards, die Open Source Komponenten nutzen und aber auch dann hoffentlich in Zukunft die de jure Standards, um eigene Softwareangebote zu machen im Sinne von laufenden Softwarediensten, also Managed Service, die ich dann als Nutzer beziehen kann. Und hier sehen wir einerseits die klassischen Cloud Service Provider, die sich dafür interessieren, die einerseits aus Europa und aus Deutschland kommen, zum Beispiel Ionos kann man nennen oder Stackit von der Schwarz IT-Gruppe oder German Edge Cloud oder Cloud and Heat, um nur einige zu nennen, die aus Deutschland also diese Dinge machen. Also die nutzen das und stellen quasi Datenraum, Infrastruktur, Softwaredienste bereit. Es gibt natürlich auch große nicht-europäische Anbieter, die das auch tun, zum Beispiel Microsoft, Google oder Amazon Web Services, was wir auch sehr begrüßen, weil wir wollen ja, dass diese Dinge, die wir in der ersten Phase gemeinsam entwickelt haben, auch möglichst weit verwendet werden. Und insofern müssen wir ein Interesse daran haben, dass es von möglichst vielen Firmen aufgegriffen wird, eben auch von den nicht-europäischen großen Cloud-Plattformanbietern. Eine weitere wichtige Gruppe ist, und da gibt es durchaus Überlappungen, diejenige Gruppe der Datenraumbetreiber. Also wir haben beispielsweise beim Datenraum Mobilität ein Konsortium, was das macht, was sich aus Ionos, Atos und Trust zusammensetzt. Wir haben selber als Fraunhofer ISST ein Spin-off gegründet namens Sovety, was die Connector-Komponente als Dienstleistung betreibt. Wir sehen, dass bei Catena-X sich ein Joint Venture gegründet hat namens Cofinity-X, was den Betrieb dieses Datenraums übernimmt, also genau das macht, was ich gerade gesagt habe, also alles nimmt und daraus sozusagen ein Managed Service halt entwickelt. Und wir sehen eben halt zum Beispiel auch in Frankreich etablierte Player wie Amadeus, die so etwas tun. So. Und wenn wir dann das haben, also wir haben laufende Dienste auf dieser zweiten Ebene, dann kommen wir eigentlich zu dem, was wir machen wollen, in der Use-Phase. Und da sind wir dann in den, sagen wir mal, Datenräumen bzw. Datenökosystemen, die wir schaffen wollen, damit Datenteilen unter fairen Bedingungen möglich wird, dass man sich eben darauf verlassen kann, dass man Vertrauensschutz hat an die Teilnehmer. Also ich kenne den zwar nicht, der jetzt meine Daten anfragt, aber er hat sich über digitale Zertifikate und Verified Credentials ausgewiesen als vertrauenswürdig und dass er sich an die Regeln hält. Und dass wir eben letzten Endes halt Daten teilen können, wo wir Nutzungsbedingungen an die Daten dranheften und letzten Endes uns auch darauf verlassen können, dass die Daten aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommen und dass sie frei von Rechten Dritter sind. Also dass wenn ich sie nutze als Datenkonsument,
eben halt nicht gegen Rechteverstöße oder gar gegen Gesetze verstoße zum Beispiel. So, und in dieser Nutzungsphase, auf dieser Nutzungsebene, ergeben sich halt ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle. Ich habe schon 2 genannt, also Datengeber, die sagen, naja, wenn ich diese Daten teile, dann habe ich vielleicht selber was davon, ich kriege Daten zurück oder ich kann vielleicht auch tatsächlich Erlöse erzielen für die Daten. Bis hin zu Datennutzern, die sagen, hey, das sind genau die Daten, die ich brauche, um ein verbessertes Verkehrsmanagement zum Beispiel in der Stadt zu gewährleisten, weil ich dafür zum Beispiel nicht nur Daten von den ÖPNV-Betreibern brauche, sondern eben halt auch Flottendaten von den Automobilherstellern zum Beispiel. Nicht? Kann man sich gut vorstellen. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Akteuren. Es gibt zum Beispiel Anbieter von Apps. Also großes Beispiel war beim Datenraum Mobilität FreeNow, die einfach gesagt haben, hey, wenn wir die Daten über den Datenraum Mobilität beziehen, können wir unsere Dienste noch höherwertiger machen. Wir können zum Beispiel sie mit aktuellen Wetterdaten verschneiden und können unseren Kunden sagen, hey, pass auf, du wolltest da mit dem E-Scooter fahren, aber pass auf, fängt gleich an zu regnen, nimm vielleicht doch irgendwie lieber die U-Bahn oder so etwas. Nicht? Sowas kann man sich gut vorstellen. Oder man kann sich vorstellen, dass es Anbieter gibt von Datenmehrwertdiensten. Also die sagen, hey, ja, jedes Datenökosystem-Szenario braucht ganz häufig Daten aus öffentlichen Quellen, offene Daten, Open Data. Und da haben wir, glaube ich, schon viel erreicht, aber wir sehen eben noch, dass man, das muss man leider so sagen, häufig auf CSV-Friedhöfen landet, wo man dann irgendwie krude CSV-Dateien runterladen muss und sich dann noch überlegen kann, wie ich daraus jetzt irgendwie nutzbare Daten mache. Und solche Daten-Mehrwertdienstleister könnten faktisch das halt tun und sagen, pass auf, wir bieten für eine bestimmte Domäne einfach alle offenen Daten in einer vernünftigen Form an, qualitätsgesichert, vielleicht über eine API und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen. Ja. Wichtig ist die Nutzungsphase vor allen Dingen auch deswegen, und das ist kein unwesentliches Detail, weil durch den Mehrwert, den wir dort generieren durch das Datenteilen, eigentlich die Quelle für die Finanzierung des ganzen Rests darunter generiert wird. Also wir haben, wie immer in der Betriebswirtschaft, eigentlich 2 Möglichkeiten. Also entweder nutzen wir Data Sharing durch Datenräume in Datenökosystemen, um irgendwas, was wir schon länger gemacht haben, besser und günstiger zu machen. Und das Sparpotenzial, was wir dadurch alle zusammen generieren, ist sozusagen dann die Quelle der Finanzierung für den ganzen Rest. Oder, was natürlich häufig spannender ist, wir haben die Möglichkeit, dass wir nicht sozusagen das Gleiche mit weniger machen, sondern dass wir eben mehr machen, also dass wir Dateninnovation halt nutzen und bessere Dienste anbieten, dass wir also in der Lage sind, beispielsweise die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, die bisher einfach in der Form, wie wir sie uns vorstellen, mit hoher Sekundärnutzung von seltenen und teuren Materialien und so weiter, dass wir das ermöglichen. Und dadurch werden wir Umsatzertragspotenziale generieren, aus denen wir sozusagen dann als zweite Quelle den ganzen Spaß darunter bezahlen können. Wichtig ist in diesen 3 Ebenen, dass wir auf der untersten Ebene, also Plan, Build, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Dass also alle, die da unterwegs sind, dieses Bild verinnerlichen und sich auf einen Beitrag, den sie am besten können, konzentrieren. Auf der zweiten Ebene, die sehr infrastrukturell ist, also der Betrieb dieser Datenraumsoftware, da greifen plattformökonomische Konzepte, insbesondere Skalierungskonzepte. Da muss es unser Ziel sein, dass diese Schicht, auch wenn sie von ganz verschiedenen Anbietern gebildet wird, interoperabel ist und skalieren kann. Weil nur dann schaffen wir a, die gemeinsamen Datenräume, weil das die gemeinsame Basis ist. Also wie gesagt, gemeinsames Schienennetz, Straßennetz. Ich muss nicht sozusagen, wenn ich nach Holland fahre von Deutschland aus, muss ich jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, anderes Fahrgestell irgendwie nutzen, sondern ich kann einfach auf der gleichen Straße faktisch fahren. Sowas müssen wir hier auch hinbekommen. Ich wollte gerade auf das Eisenbahnbeispiel referieren, aber ich glaube, wenn ich nach Spanien fahre, muss ich tatsächlich umsteigen, weil die Spurweite eine andere ist. Da haben wir also auch noch im physischen Bereich, im tangiblen Bereich einiges zu tun. Aber das ist das, wo da passiert Skalierung. Und das ist auch das Geschäftsmodell dieser Cloud-Service- und Datenraum-Infrastrukturanbieter, die wollen, dass hohe Nutzungszahlen generiert werden. Das kann ich eben nur erreichen, wenn ich möglichst viel Traffic habe, in einem Datenraum, idealerweise in mehreren Datenräumen. So, und die dritte Ebene, die hat dann eben ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle, wie ich schon angesprochen habe. Und da passiert letzten Endes auch die Nutzung der Daten und letzten Endes halt auch dort wird der Mehrwert der Daten eigentlich erzeugt. Ja, was wir alle, glaube ich, tun sollten, alle sind eingeladen, die Bock haben, auf diesem Bild mitzuarbeiten und da ihren Beitrag zu leisten,
dass wir alle gemeinsam ein Stück weit verinnerlichen, dass wir in einem Boot sitzen und auch gemeinsam sozusagen erfolgreich sein werden. Ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg, weil, und das muss ich schon sagen, ist vielleicht eine etwas persönliche Note, ich bei fast allen, die in dem Kontext unterwegs sind, merke, dass das Ziel das gleiche ist. Man streitet sich manchmal ein bisschen darüber, wie man zu dem Ziel kommt, das ist ja auch okay. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir genau dieses Bild gemeinsam mit zum Leben bringen können und zum Laufen bringen können. Ich würde da auch gerne alle einladen. Gaia X Summit hat jetzt stattgefunden. Wir werden im März wieder das große Data Space Symposium haben, wo Gaia X, EDSA, MyData, BDVA, Fireware zusammenkommen und eben auch das Data Space Support Center, wo wir eben halt einerseits dieses Bild auch weiter konkretisieren wollen, sodass es auch einfach verständlich ist und dann, sagen wir mal, auch jeder Akteur, der Spaß hat, Common European Data Spaces und Datenräume weltweit voranzubringen, auch weiß, wenn er einen Beitrag leisten möchte, wo er das am besten tut. Und wenn er im Prinzip halt nur Leistung aus diesem großen Big Picture beziehen will, auch weiß, an wen er sich zu wenden hat. Das ist unser Ziel, nehmen wir lange hin, bis März. Weitere Infos zu dem Data Space Symposium werden folgen auf den bekannten Kanälen und Websites. Ich freue mich drauf, auf die Interaktion dazu, auf die Zusammenarbeit dazu und ja, es bleibt spannend.